Patsch, patsch, patsch. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? Ich finde schön, wie sie probiert, ihn zu beruhigen. Dass er merkt, er ist nicht allein mit dem, was er erlebt hat. Jeder hat seine Geschichte und sein Bündel zu I tragen. think my dad was the opposite of your dad in almost every way. Except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Die beiden scheinen sich schon ewig zu kennen. Irgendwie schon. Vielleicht sind es Stiefgeschwister. Irgendwie. Aber halt auch, nee, sie wollen ja zusammen zu ihren Pärchen. Worse and worse. And at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. Es ist halt definitiv schon krasse Geschichte dahinter. Bei beiden. Ja. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Voll süß. Wir schaffen sogar 100. Und zwar ganz genau. Es sollten vielleicht auch nur 100 sein.
Dann haben wir wirklich alle gefunden. Errungenschaft? Keine? Soll ich mich nochmal links und rechts umsehen, aber es sieht nicht so aus, als wäre da was. Ich glaube, das ist auch das Ende, weil die haben zueinander gefunden. Ja. Okay. Nur Rehe, hier sind keine, also Rehe, Hirsche. Ganz schön groß. Im Vergleich zu uns. Na logisch. Ja, aber nicht so groß. Oh, das ist ein Spiel. Der dem anderen zuerst einer beißt. Ja, hier ein schönes Tal. Das so eingekesselt ist, auch wahrscheinlich sehr ruhig. Wie damals im großen Tal im Land vor unserer Zeit. Ah. Littlefoot, Tera, Mitri. Ducky. Der da immer ist, den Namen, wo ich vergessen habe. Spike. Spike, genau. Spike. Wenn meine Mama jetzt zugucken würde, sie hat ja Ducky damals geliebt. Von ihr würde jetzt kommen, oh nein, 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 nein. Bin gefliegt, bin gefliegt. Nein, du bist Ich bin gefallen. gefliegt. Du bist gefeilt. Das sind mehr als 100. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das so Richtung Outro läuft. Okay, gehen wir in die nächste Ecke. Da hinten sind noch welche. Wie gesagt, wir haben die beiden schon wieder zusammengebracht. Das ist ja schon mal schön. Beziehungsweise sie waren ja nie getrennt, aber er hatte so ein leichtes Ja, depressives Tief. naja. Ich überlege Begründetermaßen. gerade die ganze Zeit, was da jetzt gerade noch kommen könnte. Ja, vielleicht sind das so die zwei Storys, die da miteinander verwoben sind. Ich sag noch irgendwas mit zwei Storys. Man sucht als Fuchs irgendwie ein Kind. Okay. Mal gemacht. Also uns fehlt ja noch ein drittes Kind. Wir wissen, dass es 3 Kinder gibt. Wir haben ja erst 2 gefunden. Ich hoffe, das dritte lebt. Kann natürlich auch sein, dass diese 2 toten Kinder unsere Kinder sind. Weil er sagte, dass sein Vater ja nie die Enkelkinder kennenlernen wird oder konnte oder nie kennenlernen wird. Weil er tot ist und Unter anderem. dass sie ja auch nie Kinder haben werden. So ähnlich. Ja, deswegen. Vielleicht hatten sie aber auch schon 2 Totgeburten. Oder sowas. Die wir jetzt gerade gefunden haben. Und jetzt finden wir ein Jungtier, was lebt. Und sie verkündet ihm voller Stolz, dass sie schwanger ist. Oder so. Tap, tap, tap. Finde ich immer schön. Dass die hinterste Tatze als erst letztes kommst. Okay, es geht noch weiter. Fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was.
life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Da wollte ich nicht. Jetzt hast du schon einiges. Na, kommst du nicht mehr weg. Komm. Halt dich doch mal fest. Du hast doch keine Rollschuhe. Na gut, nix. Mist. Wir haben's verkackt. Du. Ja. Wir spielen gemeinsam. Darf ich das anmerken? Nur weil du keine Kontrolle in der Hand hast, berätst du mich ja mit Rat und Tat. Ich wäre da nicht rübergesprungen. Ich bin halt weiter vorne rübergesprungen, du bist weiter hinten. Also. Weiter links, ja. Ja. Habe ich aber nicht. Genau. Und warum? Weil du mich schlecht beraten. Hallo, nicht schubsen, nicht, dass ich hier noch umfalle. Dann haben wir noch einen Arbeitsunfall. Natürlich. Ja, das sind wir. Aber ich bin ja diesmal unschuldig, definitiv. Also wie eigentlich fast immer. Was? At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for, even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Okay, also wirklich ja sein Traum als Architekt. Was ist das? Sonnenlicht, Mondlicht, Ah. was da ja. sich blöd spiegelt. Also ich hätte echt Angst, wenn jemand so ein Fuchs auf Kopfhöhe entgegenfliegt. So, hallo. Flughunde kennt man ja, aber Flugfüchse. So. Oben ist eine Burg oder ein Haus. Ja. Gehen wir erstmal rechts lang, weil da müssen wir Vielleicht ist ja das Haus von denen. Davon gehe ich aus. Wir sollen ja dann zum letzten Baum. Der wird dann wahrscheinlich da hinten in der Ecke sein. Also gucken wir uns immer die rechte Seite an. Ob hier noch irgendwas ist. Kletter, Kletter, Kletter. Mhm. Und bis jetzt sieht es ja sehr
überschaulich an. Da, Aus. Licht. Oh, Licht. Rechts. Geh mal da dazu zu den Hügeln. Hm? Wo? Weiter. Hä? Da war doch gerade Licht. Ach, das spiegelt sich aber echt bescheiden. Ja, weil der Stein nass ist. Also ich sehe nichts. Das sah so aus wie da unten, dass da Licht So, gewesen wäre. Also So ein Sternchen. ich habe eher Angst vor einem Wagenheber, der an 3 Meter Höhe 20 Zentimeter tief in einem Baum steigt. Wie kommst du jetzt darauf? Ein Wagenheber, der in 3 Meter Höhe 20 Zentimeter tiefer. Hä? Wie schafft man sowas? Muss man ja da geworfen haben oder so. So, was haben wir hier? Nix. Ich glaube, du musst wahrscheinlich einfach wirklich nur noch zum Haus. Na, Weil hier gerade nichts weiter ist. Ja, guck mal, da drüben jetzt noch viel weiter rüber. Kam ja von da, ne? Ja. Genau. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel sein. Oh, keine Ahnung. Da hinten. Da ist was? Da ist diesmal. Ja, das Haus ist ja da hinten in der Ecke. War in die Richtung. Das ist was Rotes. So. My dad was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Und war bei einem Auto, als die Teile vom Auto gesucht haben, haben sie dann in 1 Kilometer Umkreis von Unfall selbst gefunden, weil einer nach oben geguckt hat. Okay. Das ist natürlich nice. So, die Frage ist, gehen wir jetzt da lang weiter? Gucken Ich wollte gerade fragen, wohin willst denn du jetzt gehen? Okay, Weil hier sieht's links aus war wie doch Sackgasse. schon. Und links ist das nächste. Ja. Ich werde nicht irgendwie das Level verlieren oder verlassen, dadurch aus Versehen. Also gelbe Leuchtekugeln sehe ich jetzt weniger. Na, da sind welche. Hier vorne. Ah, ne, das sind die, glaube ich. Nee, warte, hier Da links. oben die auf dem roten Links, Baum, ne? links. Da. Ah. Leuchtekugeln. Nee. Einmal. Oh,
ist denn das Haus, was wir gefunden haben? Ach, da. Ja, aber ich denke mal, wir werden trotzdem so nach links müssen, weil es da mehrere von diesen Leuchtdingern gab. Kann sein, aber kann auch genau die Route zur Tür sein. Da hinten leuchtet auch noch was. Mhm. Ich hätte hier vorne auch noch was in den Bäumen leuchten sehen. Ein Krankenwagen. Ach, nachdem der Vater angeschossen worden ist. Zu 2 ist wohl die andere Nummer ist für 911. Komme ich hier hoch, bitte? Wie es aussieht, vermute ich nicht. Doch? Wir kommen doch hier hoch. Aber hier nicht lang, okay? So, das ist der erwähnte Gabelstapler. Leichte Schäden. So. Die Nummer auf dem das ist einfach nur die Fahrzeugnummer, dass man die schneller finden kann sein, aber manchmal haben die auch die Rufnummer mit drauf stehen groß. Ja, ich verstehe, das kann auch die Fahrzeugnummer sein, das ist richtig. Zum schneller Orten. So, wie kommen wir da hin? Aber ja, klar, was macht das für einen Sinn, wenn die Fahrzeugnummer, die Rufnummer auf dem Dach steht? Das sieht der Bürger natürlich super. Könnten sie mal, da geht's raus. Dann gehe ich aber auf alle Fälle nochmal zum Haus gucken, bevor wir rausgehen. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Hast ja recht, Corinna, hast ja recht. Da hatte ich gerade nicht schnell genug geschaltet. Kommen wir da hoch zu dem Haus? Was denkst du? Ich denke eher weniger. Ich denke mal, es ist einfach nur zum Gucken. Weil das ist ja so hoch. Vielleicht ist das das erste Haus, was er aber gebaut hat. Ich vermute auch nicht, dass wir da hochkommen. Wobei, nein, das ist die Firma von seinem Vater. Er hat auch gesagt, er hat ein Sägewerk oder sowas. Deswegen die Baumstämme davor, deswegen der Gabelstapler. Das ist das Haus seines Vaters, die Werkstatt. Okay. Dann können wir das Level beenden, nicht beenden. Ich bin ja auch im Rettungswegen bewandert. Manchmal hilft es. Das ist ja gut. Also wenn mir mal hier ein Herzinfarkt beim Stream passiert, weil mir wieder zu viel gespendet worden ist und ich damit nicht klarkomme, kannst du mich gleich wieder retten. Das finde ich gut, super, Corinna. Ich verlasse mich da auf dich. War jetzt der Ausgang hinten? Ja, hier rechts jetzt. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, steht da wer, aber das ist bloß die Blümchen. Das sind Nobelblümchen.